Machend gut, schlagend gut, drehend gut, GDX 18V, Schnulliwulli, ba. Du hast hier wirklich eine Art, würde schon sagen, eine Art Game Changer. Vielleicht ist es der beste Schlagschrauber der Welt. Hallo Werkzeugfans, willkommen bei GoTools TV. Mein Name ist Sebastian und wir schauen uns heute den GDX 18V 210C an. Das C ist unwahrscheinlich wichtig bei dem Gerät, denn ich glaube, wir haben hier wahrscheinlich einen der besten Schlagschrauber der Welt. Ihr könnt es auf jeden Fall nachher in den Kommentaren auch noch mal bewerten, was ihr dazu sagt. Ich bin sehr gespannt, denn bis jetzt war es so, den 210er kennt man eigentlich, ja. Hier mit Hexaufnahme in dem Fall oder hier mit dem ganz normalen Vierkant. Aber beim GDX ist es so, dass man beide Aufnahmen in einem hat. Das heißt, ich kann hier eine herkömmliche Nuss hier drauf tun, aber ich kann auch diesen Bit-Einsatz hier vorne entsprechend hier auch einsetzen und habe dann entsprechend hier einen ganz normalen Bit drauf. Es bleibt immer noch ein Schlagschrauber, aber durch das C im Namen, und zwar das 210C, GDX 18V 210C, hat ja so viele Funktionen, das müssen wir uns unbedingt anschauen. Und ich sage mal, es gibt kaum noch einen Grund, den nicht haben zu wollen. Es gibt ja die alte Rivalität zwischen Akkuschrauber und Schlagschrauber. Das habe ich vor einiger Zeit auch getestet. Falls du es nicht gesehen hast, das Video verlinke ich dir mal hier oben. Und da sieht man auch, beides hat so seine Vor- und Nachteile. Und es ist auf jeden Fall auch opportun, mit einem Schlagschrauber normale Holzbauschrauben wie diese hier reinzuschrauben. Es ist aber so, dass bei dem Video, oder diese hier, bei dem Video gab es aber immer wieder eine Bitte. Und zwar, schau dir doch mal den GDX an. Da habe ich gesagt, ja, können wir mal machen. Und jetzt vor kurzem ist aber der GDX 210C rausgekommen. Und zwar genau der hier. Und hier ist es so, dass wir wirklich eine ganz neue Welt betreten. Und das muss ich euch mal zeigen, weil ich habe am Anfang auch gedacht, ja, okay, ja. Aber als ich mir das im Detail angeguckt habe, habe ich gedacht, oh. Jetzt gibt es kaum noch eine Ausrede, den hier wirklich nicht haben zu wollen. Da komme ich auch gleich nochmal dazu. Aber in der Vergangenheit ist es ja, häufig war es ja so, dass man eigentlich nur genau diese beiden Aufnahmen kennt. Ja? Man schaut sich hier das an, man hat eine normale Außen-Vierkant Aufnahme, und da gibt es ja in verschiedenen Größen, bis zu 1 Zoll, alles fein. Kennt ihr, nimmt man häufig Klassiker, Radwechsel beim Auto, fein. Dann gibt es aber auch diejenigen, die sagen, naja, ich möchte auch normale Schrauben damit bearbeiten, mit einem Schlagschrauber arbeiten. Dann habe ich diese Aufnahme, eine Außen-Sechskant, eine sogenannte Hexaufnahme. Damit kann ich einen ganz normalen Bit einsetzen, wie den hier. Ich zeige euch das mal, setze das hier so ein, so, und habe dann hier einen Schlagschrauber mit einem Bit und kann ergo Holzschrauben damit auch einsetzen. Und jetzt ist es so, und deswegen auch die Bitte von euch, dass es auch den hier gibt, den GDX. Das ist die Kombination aus diesen beiden Aufnahmen, deswegen heißt er auch X am Ende. Und zwar ist es so, dass ich hier außen Vierkant habe, aber innen Sechskant. Und da kann ich also hier innen drin, ja, auch ganz normal das hier einsetzen. Und genau das ist der große Vorteil vom GDX. Er hat einfach beide Geräte in einem. Und wenn man sowieso überlegt hat, einen von den beiden sich zu kaufen, wäre es total sinnvoll, eigentlich nicht den und nicht den zu nehmen, sondern den hier, weil da hat man gleich auch noch die Möglichkeit, das andere zu machen. Übrigens ein Pro-Tipp. Ja? Pro-Tipp ist, wenn ihr ganz normal erstmal einen Bit habt, einen ganz normalen Bit wie den hier, werft den da nicht rein. Weil das geht wirklich sehr tief rein. Ihr seht das auch, wenn wir jetzt hier mal den Bithalter nehmen. So, schaut mal, wie lang der ist. So, wir nehmen das mal hier rein, setzen und so. Ihr seht also wirklich, wie weit das hier reinkommt. Also ihr müsst immer mit einem Bithalter arbeiten. Und das macht den GDX erstmal zu einer sehr interessanten Kombination aus allen drei Geräten. Und apropos, lasst uns mal über die Leistungsdaten sprechen. Ich blende euch mal ganz kurz die Leistungsdaten ein. Muss reichen, weil am Ende des Tages ist es so, dass wir nur 3 relevante Daten haben. Übrigens Nummer 1, den Preis. Und wie immer findest du unten in der Videobeschreibung den ehrlichen Preisvergleich, weil die Geräte kosten auch alle 3 momentan zumindest das Gleiche. Und zwar ist es so, dass alle 3 Geräte so um die 190 € kosten. Denk dran, guck ruhig mal unten in den ehrlichen Preisvergleich, weil die Preise differieren gerade jetzt am Anfang noch, wo es relativ neu im Markt ist. Als Größe Nummer 2, das habt ihr gerade schon in der Datentabelle gesehen, ist es so, dass alle 3 Geräte, wie es der Name schon sagt, 210 Newtonmeter haben an Anzugsdrehmomenten. Das ist schon eine ganze Menge für so ein ultra kleines und kompaktes Gerät, weil ich kann das hier mit 2 Händen greifen und ich habe noch den großen Akku unten dran.
also 4 Ampere pro Core in dem Fall. Und Nummer 3, wir haben ein Losbrechmoment von 370 Newtonmeter, was also wirklich in der Regel bei dem, was also ich auf jeden Fall zu Hause mache, mehr als ausreicht. Wir haben ja gerade gesagt, der GDX ist die Kombination aus den beiden, deswegen nehmen wir die beiden jetzt mal weg und beschäftigen uns jetzt mal nur mit dem GDX. Übrigens alles, was ich jetzt, also komplett alles, was ich jetzt erzähle, können die anderen eigentlich auch, weil die haben dasselbe Connectivity-Modul, haben alle dieselben Funktionen. Und jetzt ist es aber so, dass wir erstmal genau darüber sprechen müssen, nämlich die Geräte sind connectivity-fähig. Ergo, ich habe hier ein Bluetooth-Modul drin, das sitzt übrigens hier an der Stelle. Und ich habe ein Handy, da habe ich die Toolbox-App von Bosch und da, hier auch schon offen, da kann ich das Ganze verbinden. Und dann ergibt sich eine komplett neue Möglichkeit. Denn im Wesentlichen kann das Gerät eigentlich nur eine Sache messen und eine ganze Reihe von Dingen einstellen. Was kann ich denn eigentlich einstellen bei so einem? Ich kann ihn ausstellen, ich kann ihn einstellen. Ich kann ihn langsam anlaufen lassen, ich kann ihn langsam runterlaufen lassen. Ja, das sind so die wesentlichen Einstellungsmöglichkeiten und auch, wie schnell er läuft. So allgemein. Daraus ergeben sich aber schon eine Menge Sachen, die wir auch gleich sehen, die man einstellen kann. Aber er kann auch etwas messen, nämlich wie viel Drehmoment liegt denn gerade an und kann aufgrund dessen Dinge anders tun. Und genau da hat Bosch oder hat irgendein Programmierer bei Bosch hat gesagt, jetzt geht's los. Er hat nämlich sich einiges einfallen lassen und deswegen haben wir hier nämlich auch 5 Taster dran. Wir haben hier die Möglichkeit zwischen Geschwindigkeit 1, 2 und 3 zu wählen und wir haben die Möglichkeit auch zwischen Modi A und B zu wählen. Wir haben also 5 verschiedene Modi an diesem Gerät und all das können wir hier einstellen. Fangen wir mal am Anfang an. Es gibt ja diese 3 Schalter hier unten für Geschwindigkeit 1, 2 und 3. Und das Ganze kann ich hier in der App einstellen. Ich kann hier einfach sagen, bei der Drehzahl bei Stufe 1 kann ich von 1000 Umdrehungen das hochstellen und ich kann das Ganze hochstellen bis 3400 Umdrehungen im Modus 1. Macht natürlich wenig Sinn, weil eigentlich möchte ich ja das langsam auch abstufen. Also sage ich jetzt zum Beispiel mal in Stufe 1 nehme ich so 1500 Umdrehungen maximal, Stufe 2 haben wir 2400. In Stufe 3 bin ich ein Individualist und sage nicht das Maximum von 3400, sondern ich nehme eins drunter, 3200. Und dann kann ich noch einstellen, ob ich Sanftanlauf haben möchte, dass es langsam hochdreht oder nicht. Das sage ich jetzt einfach mal ja, Sanftanlauf an. Was ich übrigens sehr schön finde, ist, dass man auch das LED-Licht einstellen kann. Einfach das Ganze erstmal ein- und aus. Ich kann auch sagen, gar kein LED-Licht. Und dann aber auch, wie ist die Helligkeit und die Nachleuchtdauer. Und wie ihr seht, ich kann das Ganze einstellen, und zwar hier bis 99 Sekunden. Und man kann es also bedingt auch ein bisschen als Arbeitslicht nehmen, sich mal zur Seite stellen, wenn man das denn möchte. Und ich glaube, dem Akku ist das eigentlich egal. Ja, das könnt ihr alles einstellen und ich zeige euch das Ganze mal. Ja, also ihr hört es auf jeden Fall. Ich habe Sanftanlauf eingestellt. Ja, oder jetzt auf Stufe 3. Aber nur mit 3200 Umdrehungen. Das kann ich erstmal hier einstellen. Aber das ist jetzt nicht so besonders, das können auch andere Geräte, das ist fast schon Standard. Was man aber noch machen kann, sind die Modis A und B. Und da möchte ich euch erstmal etwas erzählen oder erklären, was ich ganz interessant finde für das Thema Radwechsel. Beim Radwechsel ist es ja so, dass du dein Rad mit einer bestimmten Newtonmeter Kraft anziehen musst. Das heißt meinetwegen 120, 130, 100, was auch immer. Ja? Und so ein Akkuschrauber kann das nicht messen. Also ein Schlagschrauber kann das nicht messen. Er weiß, wie viel Kraft er selbst ausübt, aber was bei der Schraube ankommt, keine Ahnung, kann er nicht wissen. Ganz einfach, weil es könnte, je nachdem wie die Schraube reibt, was da am Ende da ist, er kann das nur am Schraubkopf sehen und so halbwegs, also seinen Widerstand messen. Das funktioniert nicht so richtig. Aus dem Grund gibt es übrigens auch keine Schlagschraube wie diese, wo du einfach die Newtonmeter einstellen kannst und dann davon ausgehen kannst, dass genau das an der Schraube angekommen ist. Ergo, du machst hier Folgendes, du hast ja eine andere Funktion. Du kannst den Schrauber hier auf Metallschrauben einstellen. Das heißt, wir nehmen jetzt einfach mal den Modi und zwar sagen wir hier metrische Schrauben. Ja, das ist ja auch eine Schraube, die du entsprechend dann beim Auto hast. So, und dort haben wir folgende Möglichkeit. Und zwar können wir hier sagen, abschalten nach Zeit. Und da können wir ergo Folgendes machen. Normalerweise ist es ja so, dass du mit einem Schlagschrauber eigentlich nur die Räder oder die Muttern besser abschrauben kannst und mehr kannst du nicht machen, weil Festschrauben geht nicht. Also du kannst niemals mit einem Schlagschrauber einfach so das festschrauben, außer du weißt, dass der Schlagschrauber nur maximal 100 Newtonmeter meinetwegen kann. Wir haben aber 210 Newtonmeter. Die meisten Autos vertragen keine 210 Newtonmeter an den Muttern bzw. an den Schrauben.
Also ist es aber so, dass wir hier sagen können, okay, ich kann die App nehmen und sage abschalten nach Zeit. Ja, und stelle das Ganze jetzt meinetwegen ein auf 0,5 Sekunden. Dann macht er Folgendes, dass ich jetzt hier meinetwegen auf Modus, wo habe ich das eingestellt? Modus A gehe. Hier, ich klicke jetzt hier auf A, habe jetzt A. Und dann ist es so, sobald er ich nehme jetzt hier meine Nuss drauf, ja, nehme die jetzt hier drauf und lege hier meine Mutter ein und schraube los. Dann ist es so, dass ich am Anfang ja gar keinen Widerstand habe. Dann dreht er. Und in dem Moment, wenn ich aber den ersten Widerstand habe, dann habe ich ja gerade eingestellt, nach 0,5 Sekunden, dass er abschalten soll. In 0,5 Sekunden hat der schon ordentlich was draufgewämst. Da ist er wahrscheinlich schon bei 100 Newtonmeter. Das heißt also, du kannst dein Rad so grob erstmal festmachen. Dann musst du nur Folgendes nehmen. Du nimmst deinen Drehmomentschlüssel und ziehst die letzten Millimeter noch knack, 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 knack nach und dann bist du fertig. Mit einem herkömmlichen kannst du es grob genauso machen. Kannst du natürlich auch ansetzen, losschrauben, aber da musst du schon genau darauf aufpassen, dass du nicht zu lange das festmachst und eine zu große Kraft drauf auswirken lässt. Das ist zum Beispiel eine Sache, die du hier einstellen kannst. Du kannst aber auch dasselbe genau anders machen. Du kannst zum Beispiel auch noch diverse andere Funktionen machen. Du kannst auch sagen, dass du ABR einstellst. Das heißt, in dem Moment, wenn er merkt, dass er frei dreht, keine Kraft mehr auslöst beim Losschrauben. Übrigens können wir auch eine Erklärung bei einem einblenden, habe ich euch gerade mal gezeigt, dass er in dem Moment, wenn keine Kraft mehr, also wenn er nicht mehr schlägt, sondern einfach nur schraubt, dass er nach 0,7 Sekunden, wie ich es gerade eingestellt habe, anhält. Ergo die Mutter nicht losgelöst wird oder die Schraube und runterfällt. Ja, dafür ist das zum Beispiel. Oder du kannst auch nach einer bestimmten Zeit abschalten und so weiter und so fort. All das kann man jetzt auf einmal mit so einem Schlagschrauber machen. Das ist schon interessant. Klar, das ist auch Luxus, aber das ist schon interessant. Ihr wisst ja, ich bin ein kleiner Holzwurm und jetzt kommen wir zu etwas, was ich super interessant finde, weil jetzt fängt so der Moment an, wo ich sage, oh ja, so ein Schlagschrauber für Holz oder für Holzschrauben kann man vielleicht wirklich benutzen. Und für viele von euch, die sagen, naja, es ist sowieso eine Präferenz von mir, Schlagschrauber zu benutzen für das Thema Holz, dann kommt jetzt eure Stunde. Übrigens, was ist der große Vorteil? Das nehmen wir schon mal ab. Was ist der große Vorteil, wenn wir einen Schlagschrauber nutzen für Holzschrauben? Es gibt kein Kickback. Der Kickback ist ja, wenn sich etwas hier verkantet, dass das Ganze sich rumdreht. Hier ist es ja so, dass alle paar Millisekunden, muss man eigentlich sagen, hier der Motor und der vordere Teil, komme ich auf den Begriff nicht, und der Motor wird auf jeden Fall getrennt die ganze Zeit und dadurch kann es kein Kickback geben. Das Schlagen ist ja wirklich so, dass dass die Welle geschlagen wird, gelöst, geschlagen, gelöst, geschlagen und gelöst. So funktioniert das Ganze ja. Und dadurch kann es keinen Kickback geben, weil es ja immer wieder gelöst wird und du es ganz easy halten kannst. So, aber worum geht es eigentlich? Wir haben jetzt ja hier einen ganz normalen Bit eingesetzt. Jetzt stelle ich hier meine App auf Holz, schraube und sage Autoabschaltung. Und nehme jetzt hier einen ganz kleinen Wert, weil wir haben ja auch eine relativ kleine Schraube, 5×70. Stellen jetzt mal ein hier auf 2. Und wenn ich jetzt sehr viele dieser Schrauben verwende, dann und immer wieder dieselbe Schraube einsetzen möchte, dann nehme ich einfach Folgendes, genau dieses Programm, was ich mal eingestellt habe, und ihr seht jetzt Folgendes. Ne, das ist scheinbar zu wenig. Wir stellen jetzt mal auf 4. Und schon ist es jetzt genau an der Stelle stehen geblieben. Und wir schauen mal, ob wir das jetzt genau hinbekommen. Ja, und das machen wir jetzt gleich nochmal. Ja. Und was ich jetzt gesehen habe, ist Folgendes. Ich habe jedes Mal den Finger nicht weggenommen, sondern ich habe ihn einfach drehen lassen. Auf die Art und Weise ist es auch bei einem Schlagschrauber jetzt so. Das kannst du im Akkuschrauber übrigens auch. Ja? Also nicht wundern, Akkuschrauber können das genauso, kann man hier ja einstellen, Akkuschrauber. Aber hier hast du jetzt einen Schlagschrauber, der genau dasselbe macht. Er bleibt auf einem bestimmten Punkt stehen. Das ist das, was ich vorhin sagte. Er misst einfach, wie hoch ist der Widerstand, den er hat, und stoppt dann. Und das macht er in so kleinen Abständen, dass er es so effizient machen kann. Das ist so der eine Modus. Du kannst aber auch jetzt hier den zweiten Modus einstellen, und zwar Autoverlangsamung. Wenn du immer wieder andere Schrauben hast, mal die Schraube, mal die Schraube, mal die Schraube, mal die Schraube, ist es mit dem Schlagschrauber schon so ein bisschen lästig, weil der hat einen relativ großen Arbeitsfortschritt und du willst es ja halbwegs bündig auch haben und nicht zu sehr versenken oder noch oben drüber stehen haben. Dann sagst du hier Autoverlangsamung, und hier ist es so, jetzt stellen wir einen relativ hohen Wert mal ein, von 9, mal gucken. Und du musst es ausprobieren wirklich. Du musst schauen,
wie passt das für dich. Und hier ist es so, wenn ihr einen echten Widerstand merkt, dass er dann langsamer wird und dann du es besser dosieren kannst. Wir probieren das vielleicht mal mit der kleinen Schraube. Habe ich auch noch nicht gemacht mit der, auf Stufe 9. Gucken mal, was bei rauskommt. Ja, das muss ich noch mal einmal üben. Ich glaube, beim zweiten Mal kriege ich das schon richtig gut hin. Und ihr merkt, wie es langsamer wird. Ja, wenn ich das gerade noch geschraubt hätte, wäre es schon gar nicht so schlecht. Und jetzt machen wir das Ganze mal mit einer etwas größeren Schraube. Dann seht ihr, das glaube ich noch eher. Es ist sehr schnell gestartet, sobald er Widerstand gemerkt hat. Bei der massiven Schraube hier war es relativ schnell. Hat er langsamer gedreht und als er noch mehr Widerstand gemerkt hat, ist er noch etwas langsamer geworden, damit wir es schön bündig bekommen und nicht reinjagen. Denn natürlich könnte er diese Schraube, wir machen das einfach mal auf der größten Stufe, Stufe 3, er könnte die auch viel weiter versenken. Wir probieren das mal, schaut mal. Ja. Da seht ihr, wie viel Kraft er hat und das funktioniert ohne Probleme. Das heißt also, er hat wirklich eine sehr intelligente Abschaltung, wenn wir es in diesen Modus schalten. Und ihr seht, da gibt es so viele Möglichkeiten, das Ganze einzustellen. Es gibt übrigens auch noch selbstschneidende Blechschrauben, wo wir zum Beispiel sagen können, naja, ab dem Moment, wenn er durchs Blech durch ist und den ersten Widerstand hat, soll er sich stark verlangsamen, oder wenn der Schraubenkopf das Blech berührt, soll er sich verlangsamen, oder. Es gibt jede Menge Einstellungsmöglichkeiten. Es gibt übrigens ein sehr schönes Video von Bosch. Dort haben sie das wirklich nochmal im Detail erklärt, jede einzelne Funktion. Das verlinke ich dir auch mal hier oben. Was ich nur zeigen wollte ist, du hast hier wirklich eine Art, ich würde schon sagen, eine Art Game Changer. Nämlich wirklich ein ganz anderes Modell, und zwar aufgrund der Software. Einfach, weil du so viel einstellen kannst. Und jetzt stell dir mal Folgendes vor, dass du regelmäßig mit Fichte arbeitest und immer wieder mit derselben Fichte. Dann ist es so, dass du sagst, naja, ich verwende sehr häufig diese 3 Arten von Holzschrauben. Dann kannst du genau für jede Schraube dein eigenes Programm hier in der App einspeichern. Kannst sagen 5x50 oder 5x80 oder was ich 6x70 oder was auch immer. Kannst die Größen, die alle abspeichern und kannst es immer wieder aufrufen. Das heißt, jetzt sagst du, oh, jetzt muss ich relativ viel, meinetwegen, keine Ahnung, irgendwo musst du einen Boden abbrettern und hast da mal 500 Schrauben und dann hast du 500 Mal ein gleichmäßiges Erlebnis, war schon 500 Mal ein gleichmäßiges Ergebnis und musst du auch nicht groß drüber nachdenken. Und du kannst sagen, oh, jetzt habe ich für die andere Schraube und hast das andere Programm. Und das finde ich schon toll. Ich finde es auch wirklich interessant, was man heutzutage auch mit der erweiterten Technik machen kann. Weil die Kombination aus der App und aus dem Schrauber mit dem Connectivity-Modul, das ist schon wirklich genial. Deswegen sage ich, vielleicht ist es der beste Schlagschrauber der Welt. Schreibt doch mal bitte unten in die Kommentare, welchen Schlagschrauber ich hiergegen vielleicht mal antreten lassen soll. Vielleicht gibt es einen anderen Hersteller, der es genauso gut macht oder der es noch besser macht. Würde mich interessieren. Hätte ich auch wirklich Lust drauf. Wenn ich noch mehr damit testen soll, euch noch mehr zeigen soll, auch ruhig unten mal in die Kommentare damit. Und wenn ihr anderer Meinung seid, ganz genauso. Ich freue mich auf jeden Fall, dass wir uns das mal angeschaut haben, dass wir uns mal diese Möglichkeiten mal angeschaut haben. Ich freue mich auch, dass ich das für mich entdeckt habe. Vielen Dank an euch, denn den GTX hatte ich jetzt nicht so wirklich auf dem Schirm. Und jetzt sage ich erstmal ran ans Werkzeug und bis zum nächsten Mal.